Okay, then maybe we can begin. We have an hour and a half to look at some questions that have been sent in. Also fangen wir an heute. Wir haben jetzt wieder 1,5 Stunden, um ein paar Fragen zu uns anzusehen. When they come in, I just write them down as they come, so they go in different directions. Also wenn die kommen, dann schreibe ich die einfach so auf, wie sie kommen, und die gehen in verschiedene Richtungen. And it's very nice that we can gather in this informal way to think a little bit about important issues in Dharma. Und es ist natürlich sehr schön, dass wir uns heute wieder so treffen können miteinander, um wichtige Themen im Dharma anzusprechen. So we have a question here, with vajrasattva purification, is it better to focus on one error or negative tendency at a time or group them all together? Also eine Frage hier, es geht um die Reinigung über Vajrasattva durch Vajrasattva. Ist es besser, da einen Fehler nach dem anderen sich anzusehen oder alle als Gruppe gemeinsam anzusehen? We never know when we are going to die. Wir wissen nie, wann wir sterben werden. So it makes sense to clean everything all at once. Also dann ist das natürlich sinnvoll, alles auf einmal wirklich zu säubern. The mind is always open. Der Geist ist immer offen. What sticks us onto our negative habits is the ego's identification. Was uns verklebt mit unseren negativen Gewohnheiten, ist die Identifikation des Ego. Perhaps I think I am a bad person. Vielleicht denke ich zum Beispiel, ich bin eine schlechte Person. I do many things which I regret. Ich mache viele Sachen, die ich bereuen würde. The reason I do the bad things is because I'm bad. Und der Grund, warum ich diese schlechten Sachen mache, ist, weil ich schlecht bin. In this construction, there is a very great error. In diesem Art, es zusammenzusetzen, ist ein großer Irrtum. As the teachings show again and again, the mind is pure from the very beginning. Die Lehre zeigt uns immer und immer wieder, dass der Geist von Anfang an rein ist. The aspect of personal identity, I, me, myself, arises in ignorance. Dieser Aspekt des persönlichen sich Identifizierens, also ich, mich, mir selbst, ist ein Teil der Unwissenheit. But because we believe that we truly exist, Aber weil wir halt daran glauben, dass wir wirklich existieren, and we see ourselves as an agent, as somebody who does, who acts, und wir uns selber als jemand sehen, der handelt, der etwas tut, der etwas zu Wege stellen kann, then we follow the idea that by our deeds, by our actions, we are known. Dann verfolgen wir diese Vorstellung, dass wir durch unsere Handlung, durch unsere Taten bekannt sein können, dass wir dadurch bekannt werden. How I behave tells you about me. Also wie ich mich benehme, was ich tue, sagt dir etwas über mich. Now, in conventional truth or relative truth, this is perhaps true. Also konventionell gesehen oder in relativer Wahrheit ist es vielleicht auch wahr. But if we do not simply start with the assumption that I exist, Aber wenn wir nicht mit dieser Annahme anfangen, dass ich existiere, but start to observe what it is or how it is to be me moment by moment, aber stattdessen beobachten, wie es ist, ich selbst zu sein und das von Moment zu Moment zu beobachten, then we see that the construction of identity is an ongoing process. dann sehen wir, dass dieses Zusammensetzen der Identität etwas ist, was immer wieder abläuft, ein Prozess ist. I make and develop myself through my activities. Ich mache mich oder ich entwickle mich als ich selber durch meine Aktivitäten.
I'm not a self-existing entity which is bad and therefore does bad things. Ich bin nicht irgendein Etwas, das aus sich selbst heraus existiert und das schlecht sein kann und deswegen schlechte Dinge tut. But the intensity of activity generates a feeling of the doer. Aber die Intensität der Aktivität führt dazu, dass man ein Gefühl eines Handelnden, einer Handelnden hat. I have made this happen. Ich habe das zu Wege gestellt. This was bad, Das war schlecht. therefore I must be bad. Daher muss ich schlecht sein. This is why we have a vajrasattva purification. Und aus diesem Grunde haben wir diese Reinigung, die Vajrasattva uns, zu der uns verhilft. On an outer level, vajrasattva is able to wash away the stains or the products of our negative activity. Also äußerlich gesehen ist Vajrasattva dazu in der Lage, die Flecken oder diese Produkte, die unserer negativen Aktivität wegzuwaschen. However, as long as I believe that I exist, I turn my bad deeds gradually into good deeds. Aber andererseits, solange ich glaube, dass ich existiere, verwandle ich meine schlechten Taten allmählich zu guten Taten. Now I feel better because I'm a good person. Jetzt fühle ich mich besser, weil jetzt bin ich eine gute Person. I don't feel shame so much, so I can greet people in an open, easy way. Ich fühle mich nicht beschämt so schnell, deswegen kann ich Leute ganz offen und frei begrüßen. But I'm still here. Aber ich bin immer noch hier. So the real function or the deeper function of vajrasattva is to wash out or purify this strange kernel idea which moves around in our existence as our ever-changing and yet somehow permanent reference point. Also die tiefere Bedeutung von Vajrasattva liegt darum, diesen Kern dieser Idee von Ich selbst, die sich zwar immer verwandelt, aber immer ständig existiert und in der Verwandlung konstant ist, diesen Kern herauszuwaschen. And the big obstacle to achieving purification through vajrasattva is to continue to believe in the truth of our individual ego self. Und das große Hindernis, was uns im Wege steht, wirklich Reinigung durch Vajrasattva zu erleben, ist diese andauernde Annahme, dass wir wirklich existieren. So in the tantric system, particularly in the preliminary Nundro practice, you can do 100,000 and more recitations of the long and short Vajrasattva mantras. Also in dem tantrischen System, insbesondere in dem vorbereitenden Nyingdro-Praxis, kann man 100.000 der Vajrasattva-Praxis und des Mantras in kurzer oder langer Form vollziehen. But at the end of that, you can still have a fixed sense of self. Aber selbst danach kann man immer noch eine festen Idee unseres eigenen Selbst haben. So you have been cleaning out the cooking pan and scrubbing out the burnt stuff at the bottom of it. Also das ist wie, als hätte man einen Topf, also zum Kochen, als hätte man den sauber gewaschen und alles rausgekratzt, was unten angebrannt war. Now I have a bright, clean pot. Jetzt habe ich einen richtig schönen, sauberen Topf. What's the point of having a pot if I don't put something in it? Also was soll's, wenn man jetzt schon einen Topf hat, dann muss man auch was reintun. Was soll das sonst? So on the basis of this, I again flesh out and develop my sense of self. Also auf der Grundlage dieses Behältnisses fangen wir wieder an, diese Idee unserer selbst aufblühen zu lassen und was daraus zu machen. So it's very important to really see that the basis of all negative activity and indeed of all positive activity is
the intention which arises from the basis of believing in duality. Und deswegen ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass die Grundlage aller negativen Aktivität und auch genau aller positiven Aktivität diese Idee des Selbst ist, die natürlich in Dualität begründet ist. So there's another question on purification, which is, what is purification in the Dzogchen tradition, and what are the practices associated with it? Und jetzt noch eine andere Frage auch zum Thema des Reinigens. Und zwar ist die Frage, was ist Reinigung in der Dzogchen-Tradition und welche Praktiken sind damit assoziiert? Our mind itself, each one of us, our mind, the basis of our having any experience, is pure from the very beginning. Unser Geist selbst, also unser Geist, der Geist von jedem von uns, die Basis davon ist rein und war seit Anfang an rein. Our mind is free or purified or never contaminated by the idea that I exist as an entity, a thing. Unser Geist ist immer frei davon und wurde auch nie durch diese Annahme, dass ich als ein Etwas, als ein Ding bestehe, wurde unser Geist nie verschmutzt. This infinitely pure open ground gives rise moment by moment to the ceaseless display of the field within which we live and of the ways in which we move within that field. Und dieser offene, reine Grund, von Moment zu Moment lässt er dieses Schauspiel entstehen. Einerseits dieses Feldes, diese Welt, in der wir leben, und andererseits der Art und Weise, wie wir mit diesem Feld uns auseinandersetzen. The ground, the pure ground is unborn. It hasn't come into existence. Der reine Urgrund ist ungeboren. Er hat nie angefangen zu existieren. What arises from it is the display of the energy of the unborn. Was aus ihm kommt, was aus ihm aufscheint, ist die Energie dieses Schauspiels, dieses Erscheinens des Ungeborenen. What we see is light. What we hear is sound, vibration. Was wir sehen, ist Licht. Was wir hören, ist Klang, Vibration. This vibration is the potential out of which everything which can occur manifests. Diese Vibration, dieses Vibrieren ist das Potenzial Did you hear? Ja, Ja. dieses Vibrieren ist das Potenzial, aus dem alles, was geschehen kann, entstehen wird. The big difficulty that we can have is to think, well, somehow the mind is like nothing, and yet there's all this stuff. Die große Schwierigkeit, die wir haben können, ist zu denken, naja, der Geist ist gar nichts und dann ist jetzt all dieses Zeug hier. If I bang on the table, my hand gets sore. So that proves the table is real. Also wenn ich mit der Faust auf den Tisch schlage, dann tut meine Faust weh und das beweist doch, dass der Tisch wahrhaftig da ist. Now, when I first bang my hand on the table, it's a little bit painful. Also wenn ich zuerst mit der Hand auf den Tisch schlage, da ist da etwas Schmerz. Definite proof. Also das ist ein eindeutiger Beweis. But now the pain is going away. Aber jetzt verschwindet ja der Schmerz. If you were looking at a detective film Also wenn man das jetzt als Krimi betrachtet and the criminal was able to leave evidence which dissolved by itself after a few minutes, und der Kriminelle hat zwar eine Spur hinterlassen, aber die löst sich von selbst nach ein paar Minuten schon wieder auf. this would be very hard for the detective. Dann hätte der Detektiv also große Schwierigkeiten. Everything which arises is impermanent. Alles, was auftaucht, was entsteht, ist unbeständig. It's there for sure, but going, already going.
Es ist da, ganz sicher, und es geht schon gerade wieder, in diesem Moment. So when we see directly that the field of experience around us, everything we see in its actual manifestation for us is changing moment by moment, Also wenn wir sehen, dass alles in dem Feld um uns herum, alles, das wir sehen, in seiner Beziehung zu uns von Moment zu Moment sich verändert, then I start to see, oh, the most permanent thing about the table is the idea of the table. dann erkennt man, dass das der beständigste Teil des Tisches die Idee Tisch ist. The function of the table changes in the course of the day. Wie der Tisch, also die Funktion, also wie der Tisch benutzt wird, das ist über den Tag verändert sich das. Now it's evening, so the curtain is drawn, so the kind of light falling on the table is different. Jetzt am Abend ist vielleicht die Gardine zu, deswegen ist das Licht, das auf den Tisch fällt, auch anders. The table as revelation, as display showing moment by moment, Der Tisch als etwas, das sich zeigt, als etwas, das auftaucht von Moment zu Moment, goes free by itself. das geht ganz von alleine wieder weg. If you stay with perception, then you see everything is self-arising and self-vanishing. Wenn man wenn man damit einfach das Wahrnehmen betont, dann sieht man, dass alles von selber auftaucht und wieder geht. But when we mediate our experience through this veil of conceptualization, Aber wenn wir zwischen unserer Wahrnehmung uns diesen Schleier fügen, und zwar ist der Schleier von Ideen und Gedanken und Konzepten, then although concepts in themselves are self-arising and self-vanishing, dann ist es so, obwohl auch Ideen oder Konzepte als Dinge für sich auftauchen und wieder verschwinden, when the energy of the mind merges into the seeming truth of the concept, it seems to distill an enduring essence, the table, the chair, my shoes, and so on. aber wenn dann der Geist mit dieser Idee verschmilzt, dann wird es als etwas Wahres wahrgenommen, dass der Tisch etwas ist, dass der Stuhl etwas ist und so weiter. So then we see more clearly, oh, I am cheating myself. Und dann sehen wir genauer, ich betrüge mich hier gerade. I am believing in something which is not true. Ich glaube an etwas, was nicht wahr ist. Everyone agrees that my belief in what is untrue is very valuable and useful. Alle anderen Leute bestätigen mich darin, dass mein Glaube an etwas, was nicht wahr ist, wahr. Die sagen, das ist wahr und sehr nützlich. All our good friends and our kind parents reassure ourselves that samsara is the only possibility. Alle unsere guten Freunde und unsere lieben Eltern versichern uns, dass Samsara wirklich die einzige ist, was möglich ist. That's why we have to go out and seek for some teachers from the lineage who can point out, no, this is a great wave, a great cloud of confusion which settles on beings. And although they try their best, they can't see clearly under its power. Und deswegen machen wir uns häufig auf die Suche nach einem Lehrer, der aus der Übertragungslinie herauskommt und uns sagen kann, ja, das, worin die ganzen Menschen so gefangen sind, das ist wie eine Welle oder eine große Wolke von Verwirrung. Und egal, was sie tun, sie können sich daraus nicht lösen. So in Dzogchen, although there is nothing to be purified, Also im Dzogchen, auch wenn es nichts gibt, was gereinigt werden muss, except the delusion that there is something to be purified, außer dieser Verwirrung, dass es etwas gibt, was gereinigt werden sollte, if you don't
directly open to the empty ground from which everything manifests, wenn man sich nicht direkt diesem Urgrund öffnen kann, der leer ist und aus dem alles entsteht, you will find yourself engaged in dualistic activity. wird man sehen, dass man einem dualistischen Feld sich bewegt und aktiv wird. So the focus is on awakening to our own mind as it is. Also der Kern hier und das Wichtigste ist, zu unserem eigenen Geist, wie er ist, zu erwachen. When you see directly that you are emerging moment by moment from the ever pure ground, then it's obvious there's nothing to purify. Wenn man sieht, dass man selber von Moment zu Moment aus dem offenen Urgrund sich immer wieder neu entsteht, dann sieht man direkt, dass es nichts gibt, was gereinigt werden müsste. Then someone sent in a question about something which I had said. So this is always very dangerous when you hear your own words coming back like a boomerang. Also jemand hat jetzt eine Frage geschickt über etwas, was ich wohl gesagt habe, und es ist natürlich immer sehr gefährlich, wenn man hört seine eigenen Worte, wenn die zu einem wiederkommen wie ein Bumerang. This is the stability of the object is the movement of the mind. Die Stabilität des Objekts ist die Bewegung des Geistes. So this is really what we were talking about with the purification. Also das ist eigentlich das, worüber wir auch gerade mit der Reinigung gesprochen haben. The table is here. Der Tisch ist hier. I've had this table for many years. Ich habe diesen Tisch seit vielen Jahren. I know it very well. It's a bit unstable, and I've used it for many purposes. Ich kenne ihn sehr gut, er ist nicht so ganz stabil und ich habe ihn schon auf allerlei Arten benutzt. In that way, I can explain to you why this table is reliable and stable. Auf diese Art und Weise kann ich dir erklären, warum dieser Tisch verlässlich ist und stabil. And I achieve this wonderful event by moving. Und das erlange ich, also diese tolle Tat mache ich dadurch, dass ich bewege. My mind is moving with different thoughts. Mein Geist bewegt sich durch verschiedene Gedanken. And they come out as energy through my voice. I explained to you, I've had the table for many years. Und als Energie kommen die als meine Stimme heraus und ich kann euch erklären, dass ich diesen Tisch schon viele Jahre habe. So when you hear that, also wenn du das hörst, and you follow the linking of the concepts in the sentence, und wenn du diese Zusammensetzung dieser Ideen und Konzepte innerhalb des Satzes verfolgst, it sounds like a definite proof. Oh yes, he's had this table. It's an old table. Das hört sich nach einem Beweis an. Ja, er hat diesen Tisch. Es ist ein alter Tisch. We are seduced by this meaning quality, the semantic content of the words. Dann werden wir verführt von der Bedeutung, also von dem semantischen Teil dieser Worte. But the words come out in a linear fashion from my mouth. Aber die Worte kommen ja einer nach dem anderen aus meinem Mund heraus. For the second word to arrive, the first word must already have vanished. Und damit das zweite Wort erscheinen kann, muss das erste Wort schon verschwunden sein. If I try to say it all at once, the stability of the object. Wenn ich alles auf einmal sagen würde, dann wäre es not very helpful. Und es hilft ja nicht viel. So one word, one word, one word, one word. Also ein Wort, dann noch ein Wort, dann noch ein Wort und so weiter. Movement. Bewegung. We have to get used to seeing our life as movement. Wir müssen uns daran gewöhnen, unser Leben als Bewegung zu sehen. As some of us have looked many times, we are dynamic in our manifestation.
wie viele von uns schon immer mal wieder uns angeschaut haben, ist, dass wir in unserem Entstehen dynamisch sind. Without breathing, we will die. Ohne dass wir atmen, sterben wir. Without the blood circulating, we will die. Ohne dass das Blut in unserem Körper zirkuliert, sterben wir auch. Without the words moving, we wouldn't have any language. Ohne dass die Worte sich bewegen, haben wir keine Sprache. Life is movement. Leben ist Bewegung. And a side effect of movement is that it can be grasped as if it is proving the solidity of real things. Und also eine Nebensache oder ein Effekt auch dabei ist, dass man Bewegung so greifen kann, als sei es ein Etwas. So if we really observe, we see everything which seems to be enduring and solid and real is actually the product of movement. Also wenn wir uns das ganz genau angucken, ist jedes Ding, was solide und echt und wahr und richtig zu sein scheint, ist ein Produkt von Bewegung. So it's not that something comes out of nothing, Also es ist nicht so, dass ein Ding, ein Etwas aus nichts entsteht, but nothing has a potential, or instead of nothing, we could say ungraspability has a potential sondern mehr so das Nichts oder besser gesagt, das Nicht-Greifbare hat ein Potenzial. and this potential manifests itself as an incredible diversity of appearances passing through us and with us and as us moment by moment. Und dieses Potenzial, das zeigt sich als eine unheimliche Bandbreite von Möglichkeiten, die als wir und um uns und durch uns sich manifestieren. So the basic instruction is to look, to observe, to open yourself to see what is there and be aware of how seductive is the temptation to imagine rather than to see. Also die größte oder die wichtigste Anweisung dabei ist, uns zu öffnen und zu schauen und wirklich zu sehen, was da ist und uns gleichzeitig klar zu sein, wie verführerisch es ist, etwas anzunehmen, statt wirklich etwas zu sehen. So here's another question. Namkhai Norbu Rinpoche said that Dzogchen differs from advaita sense that all is consciousness. Can you say something about this? Und jetzt noch eine andere Frage, dass Namkhai Norbu Rinpoche hat gesagt, dass Dzogchen sich von Advaita dadurch unterscheidet, dass alles Bewusstsein ist. Kannst du etwas darüber sagen? Advaita or advaya means not two. Advaita oder Advaya bedeutet nicht zwei. Dzogchen is also a non-dual philosophy. Und Dzogchen ist auch eine nicht duale Philosophie. Non-dual means not just one thing, Nicht dual bedeutet nicht ein Ding. everything is the Buddha mind or everything is emptiness. Also nicht so, dass alles ist der Buddha-Geist oder alles ist Leerheit. In some of the philosophical schools, like the Prasangika, they emphasize everything is just emptiness, everything else is just ideas, only emptiness. Und in manchen philosophischen Schulen, also zum Beispiel dem Prasangika, wird das so ausgedrückt, dass alles Leerheit ist, dass alles ist Leerheit und alles andere sind nur Ideen. Also es ist nur Leerheit existent. But of course, the books with the pure view that everything is emptiness were written by hands and eyes and noses, which were not just empty. Aber diese Bücher darüber, mit dieser reinen Sicht, dass alles Leerheit ist, die wurden natürlich geschrieben von Händen und von Augen und von Nasen, die nicht leer waren. The world is full of many different things.
Die Welt ist voll von ganz vielen verschiedenen Dingen. But the non-dual view is the middle way. Aber die Sicht der Nicht-Dualität ist der mittlere Weg. Not just one thing, everything is Brahman, Also nicht nur ein Ding, also alles ist Brahman, everything is the Buddha nature. alles ist die Buddha-Natur. Or many different things. Look at how much is happening in samsara. Und auch nicht so viele verschiedene Sachen. Schau, wie viel in Samsara geschieht. But as the Heart Sutra shows, form is emptiness, emptiness is form. Sondern wie man auch im Herzsutra lesen kann, Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. There's not only emptiness because there is form, there's not only form because the form is actually empty of inherent existence. Es gibt nicht nur Leerheit, denn es gibt auch Form. Und es gibt nicht nur Form, weil die Form eigentlich leer von innewohnendem Existieren ist. So when we read everything is consciousness, Also wenn wir lesen, alles ist Bewusstsein, this is an invitation to become stupid. Das ist eine Einladung, dumm zu werden. Spirituality is full of sentences which you think you understand. Spiritualität ist voll von Sätzen, wo man denkt, das verstehe ich. All is consciousness, but what is consciousness? Alles ist Bewusstsein, aber was ist Bewusstsein? Generally now in translating Dzogchen text, consciousness is a low term. It means dualistic subject and object activity. Also generell, wenn man jetzt in Dzogchen-Texte übersetzt, ist Bewusstsein etwas von einem niederen Status, also das ist etwas Duales mit Subjekt und Objekt. And we use awareness or rigpa or presence to describe a mind which is, or a clarity which is not resting anywhere, which has no support. Und dann wird der Begriff Gewahrsein oder Rigpa oder Gegenwärtigkeit dazu benutzt, zu beschreiben, also den Geist zu beschreiben, der nirgendwo ruht, der überall ist, der keine Unterstützung hat. So in the Advaita teachings, what is translated as consciousness is pretty much the same as rigpa or awareness. Also in den Advaita-Lehren ist das Wort, was da als Bewusstsein übersetzt wird, eigentlich so das, was mit Gewahrsein oder Rigpa übersetzt wird. The mind which manifests in the world of things Der Geist, der sich ausdrückt oder manifestiert in der Welt der Dinge and takes them as being real and separate, und die als echt und als getrennt ansieht, this is referred to as the Atman or Aham, the individual identity. und das wird in der Philosophie als Atman oder als individuelle Wesenheit angesehen. Atman is non-dual with Brahman. Und Atman ist mit Brahman nicht dual. You can say a lot about Atman. Man kann viel über Atman sagen. We can all talk a lot about ourselves, Wir können sehr viel über uns selber sagen. what we like, what we don't like. Was wir mögen, was wir nicht mögen. But Brahman, you can't say much about it. Aber Brahman, da kann man eigentlich gar nichts drüber sagen. If you say it is, then what is it? Wenn man sagt, es ist, ja, dann was ist es? What it is, you can't say. Was es ist, kann man nicht sagen. It is inexpressible. Man kann keine Worte dafür finden, es ist nicht auszudrücken. This is the nature of non-dual philosophy. Und das ist das Wesen der nicht-dualen Philosophie. The main difference in orientation between the Hindu system in this area and the Buddhist is that in Buddhism we are concerned with two aspects of non-duality. Der Hauptunterschied zwischen diesem Hindu-System und dem buddhistischen System ist, dass wir im Buddhismus mit zwei Aspekten der Nicht-Dualität uns befassen. In Hinduism, they're concerned with the individual self as being not separate from or non-dual with its own ground, which is Brahman.
which is unborn. Im hinduistischen System geht es darum, dass das individuelle Selbst nicht getrennt ist von Brahman, also von dem ungeborenen Urgrund. In Dzogchen, we have the same understanding. Und im Dzogchen haben wir das gleiche Verstehen, Of course, we use very different technical terms, obwohl die technischen Worte dann eben unterschiedlich sind. but we are also interested in the non-duality of subject and object. Aber wir sind auch, wir befassen uns auch im Dzogchen mit der Nicht-Dualität von Subjekt und Objekt And the non-duality of polarities. und die Nicht-Dualität aller Gegensätze. So we have high and low, hot and cold. Also wie zum Beispiel hoch und niedrig oder heiß und kalt. Hot has not much meaning unless we understand cold at the same time. Heiß hat eigentlich wenig Bedeutung, wenn man nicht gleichzeitig auch kalt versteht. Same with high. What does it mean if we don't understand low? Und das genauso mit hoch. Was bedeutet das, wenn wir nicht niedrig auch verstehen? So we can see the polarities as two things pushed apart. Also wir können diese Gegensätze als zwei Dinge sehen, die auseinandergedrückt werden. If something is low, it's not high. Also wenn etwas niedrig ist, dann ist es nicht hoch. And so they are opposite, different, Also not the same. die sind unterschiedlich, nicht dasselbe und im Gegensatz. And yet, high and low are born together. Und gleichzeitig werden also hoch und niedrig auch gleichzeitig geboren. You can't say that they're two, you can't say that they're one. Man kann nicht sagen, dass sie zwei sind und man kann nicht sagen, dass sie nur eins sind. They're not two because they need each other. Die sind nicht zwei, weil die einander brauchen. And you can't say that they're one because they have some difference. Und man kann aber auch nicht sagen, dass sie eins sind, weil da ja ein Unterschied besteht. So this understanding of non-duality is important for being in the world with other people. Also dieses Verstehen von Nicht-Dualität ist wichtig, wenn man sich in einer Welt mit anderen Menschen bewegt. What we call conventional truth is the kind of experience where we take things to be strongly real and we take them to be different from other items in the world, especially different from their opposite. Can you repeat that? I didn't Okay. get the understanding with conventional Okay. truth. So when we want to establish, I was saying that this understanding of non-duality is useful for operating in the world. Also dieses Verstehen der Nicht-Dualität ist nützlich, wenn man in der Welt sich bewegt. Because we encounter all kinds of experiences. Weil wir natürlich allen möglichen Erfahrungen machen. And mostly we are coming to an understanding of their function in terms of a polarity. Und normalerweise verstehen wir die Funktion von etwas durch das Sehen einer Polarität. So if you go to buy avocados, Also man geht Avocados kaufen. then you need to think, when do I want to eat it? Dann muss man sich überlegen, wann will ich die essen? Today or in 2 days' time? Heute oder in 2 Tagen erst? So you feel the avocado is soft. Also man fühlt die Avocado und den Avocado, der ist weich. Good for today, but maybe in 2 days' time it will be a little bit rotting. Es ist okay für heute, aber er wird sich nicht noch 2 Tage halten. Not ready, rotting. Nicht reif und faulend. Expensive, price is okay. Teuer, der Preis ist okay. So all the time we have these schemas for locating the items which we encounter in the world in order to compare and contrast value. Also die ganze Zeit bewegen wir uns in diesem Schema, dass wir Dinge vergleichen und dass wir die durch Vergleich mit etwas in unserem Kopf verstehen. And there is a very important practice embedded in this.
Und in diesem drin ist eine sehr wichtige Praxis. Because you can focus on these binaries or these polarities in terms of this item excludes that one. Weil man kann diese Gegensätze kann man sich so ansehen als etwas, dieses Ding, das schließt etwas anderes aus. Or we can see that this item is linked to the other item, which is similar but different. Oder man kann sich das so ansehen, dass dieses Ding, das ist verbunden mit dem anderen Ding, da ist eine Ähnlichkeit, aber auch ein Unterschied. So when I say, oh, this is a perfect avocado, Also wenn ich sage, oh, das ist eine perfekte Avocado, it depends when I want to eat it. dann kommt es darauf an, wann ich die essen will. If it's hard, it's, oh, I'll eat it at the weekend in a few days' time. Wenn die hart ist, dann kann ich sie am Wochenende essen, in ein paar Tagen. So whenever you isolate a particular entity and you attribute a particular value to it, Also wenn immer man ein Ding an sich irgendwie isoliert ansieht und dem einen bestimmten Wert gibt, you're ignoring the context or the field within which this entity is. dann ignoriert man den Kontext oder das Feld, in dem sich dieses Ding bewegt oder existiert. The value I attribute to the avocado is occurring within the extension of time and the extension of space and the extension of the temperature and whether I have a fridge at home or not. Der Wert des Avocados, der muss auch mit einschließen, dass der nur vergeben wird im Kontext von Zeit und von Raum und von Temperatur und vielleicht der Tatsache, ob ich zu Hause einen Kühlschrank habe. So you can compare avocados. You can or you can't. You can compare avocados. Yeah. Man kann Avocados vergleichen. But you can't compare non-dualities. Aber man kann Nicht-Duales nicht vergleichen. In Hinduism, you have a modified non-duality as well from Ramanuja. Im Hinduismus gibt es auch von Ramanujan auch eine modifizierte Dualität. But in terms of the Advaita coming from Shankaracharya, it's non-dual. Aber in Bezug auf den Advaita von Shankaracharya ist es nicht dual. Beyond comparing and contrasting. Es lässt sich nicht vergleichen und es lässt sich nicht nebeneinander stellen. We are better than them. Wir sind besser als die. Now what? Und jetzt? Because we are right. Also wir haben ja recht. They are wrong. Die haben nicht recht. Yeah, can you? Oh, it's frozen a little bit. Hello, frozen. Ist okay? Yeah. If they are wrong, Wenn die nicht recht haben, they are contaminating the world. Dann vergiften sie die Welt. Therefore, it would be good to kill them. Deswegen wäre es gut, sie zu morden. So we have only one truth. Dann haben wir nur eine Wahrheit. We have established the pure non-duality. Wir haben die wahre Nicht-Dualität etabliert. This is madness. Das ist Verrücktheit. Because not one, not many. Weil nicht eins, nicht viele. So better to avoid philosophical arguments if you are interested in the practice of non-duality. Also es ist besser philosophische Argumente nicht darauf einzugehen, wenn man in der Praxis der Nicht-Dualität, wenn man daran Interesse hat.
So the next question is how to be with the one who is experiencing. Die nächste Frage fragt, wie ist man mit dem einen oder der einen, die erlebt? How does one stay with the mind in which all phenomena arise? Wie bleibt man bei dem Geist, in dem alle Erscheinungen auftauchen? These questions are formulated as if we have a problem. Die Fragen werden so formuliert, als hätten wir ein Problem. As if they are addressing a problem. Als würden die sich mit einem Problem zuwenden. But in fact, they are constructing the problem. Aber eigentlich konstruieren die, also stellen erst dieses Problem her. How to be with the one who is experiencing. Wie ist man mit dem, der erlebt? So, if we go in a more simple direction, Also wenn wir das Ganze etwas vereinfachen, something is happening, maybe not a something, but there is occurrence. etwas passiert, vielleicht auch nicht etwas, sondern Geschehnisse. You can organize it in terms of shapes, colors, sensations, and so on, according to the pathway of the senses. Man kann das als Formen, als Farben, als Empfindungen beschreiben, je nachdem, welche Sinnesorgane beteiligt sind. I look at my table. Ich schaue mir meinen Tisch an. It has a yellow oilcloth on top of it. Es hat eine gelbe Tischdecke. So I see the color and the shape. Also ich sehe die Farbe und die Form. I see the color. Ich sehe die Farbe. I am the subject. I am the experiencer. Ich bin das Subjekt. Ich bin der Erlebende. I am the experiencer of my experience. Ich bin der Erlebende meiner Erfahrung. Subject and object arise together like waves in the ocean. Subjekt und Objekt tauchen gemeinsam wie Wellen im Ozean auf. You always have an object if you have a subject. Sobald man ein Objekt hat, hat man ein Subjekt. So I'm talking and the moment and words come out of my mouth. I am the speaker. My hands are moving. Also ich spreche im Moment, Worte kommen aus meinem Mund heraus, ich bin der Redner und meine Hände bewegen sich. But there is also an awareness of what is occurring. Aber es gibt auch ein Gewahrsein dessen, was passiert, was abläuft. The awareness is not the subject. Das Gewahrsein ist nicht das Subjekt. That is to say, how I experience my talking and what my hands are doing and the weight of my body on the chair and so on. Also das ist, wie ich das erlebe, dass ich spreche, dass meine Hände sich bewegen, das Gewicht meines Körpers auf dem Stuhl. All this is relative. All das ist relativ. Depends on the time of day and the weather is shit in London and I don't get enough exercise, so I eat a little too much, my body becomes heavy, so that influences how I'm talking. Also das hängt von anderen Faktoren ab, wie der Tageszeit oder das Wetter ist gerade richtig Mist in London und dann bewege ich mich nicht genug und ich esse ein bisschen zu viel und das hat dann einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich rede. The subject is in the world. Das Subjekt ist in der Welt. My embodied presence in the world with objects is the part of the dual, non-dual emergence.
Meine verkörperte Sein in der Welt ist der Pfad der dualen und des nicht dualen Erscheinens. This is happening to me. Dieses passiert mir. I take the body as being the home of my ego self. Ich nehme an, dass mein Körper das Zuhause meines Ego-Selbst ist. And I know that this is my proper home because if I smell something I don't like, no. Und ich weiß, das ist genau da, hier bin ich zu Hause, weil wenn ich etwas rieche, was mir nicht gefällt, dann ziehe ich mich da zurück und mag ich nicht. I want to be close to things I like and have more of them, and I want to be away from things I don't like Ich and möchte, have less. ich möchte Dingen, die ich mag, näher kommen. Ich möchte mehr davon haben und Dinge, die ich nicht mag, möchte, dass die verschwinden und will weniger von denen haben. This is our ego identity. This is our self. This is being a person in the world. Das ist unsere Identität, die Identität unseres Ego, unser Selbst. Das ist eine Person in der Welt zu sein. Awareness is not in the world. Gewahrsein ist nicht in der Welt. Awareness is not trapped in samsara and needs to be liberated. Gewahrsein ist nicht in Samsara gefangen und muss befreit werden. Awareness has no shape or color or form. Gewahrsein hat keine Form, keine Farbe. It's neither inside nor outside the body. Es ist weder innerhalb des Körpers noch außerhalb des Körpers. In certain kinds of practice, we might imagine it being in the heart, particularly in the heart chakra. In mancher Art von Praxis kann man vielleicht sich vorstellen, dass es im Herz ist, insbesondere im Herzchakra. But this is necessary only for certain kinds of practices. It's not the truth about awareness. Awareness is like the sky. Aber das ist nur ein Mittel, das man anwendet innerhalb von bestimmten Praktiken. Das ist nicht die Wahrheit. Gewahrsein ist wie der Himmel. So, the experiencer is the individual self. Also die Erfahrende ist die individuelle Selbst. The object experienced, the subject who does the experiencing, and the feeling tone of experience itself. Aber das Objekt, was erlebt wird, das Subjekt, was das Erfahren erlebt und das Gefühl, das Fühlende der Erfahrung. These are referred to as the three wheels. They keep turning together and they generate this field of dualism that we inhabit. Das wird bezeichnet mit den 3 Rädern, die wie so Zahnräder, die ineinander greifen und das Feld des Dualismus baut. They are movement. Sie sind Bewegung. Awareness doesn't move. Gewahrsein bewegt sich nicht. The sky doesn't move, but clouds and wind and so on move through the sky. Der Himmel bewegt sich nicht, aber Wolken und so weiter bewegen sich durch den Himmel. The mirror doesn't move, but the reflection moves in the mirror. Der Spiegel bewegt sich nicht, aber die Spiegelung bewegt sich im Spiegel. So stay close to how occurrence is occurring. Also sei ganz dicht daran, wie etwas Geschehenes geschieht. Don't analyze it. Don't think about it. Don't conceptualize it. Analysiere es nicht, denke nicht drüber nach, mach keine Ideen oder Konzepte daraus. Coming, going, coming, going, coming, going. Kommt, geht, kommt, geht, kommt, geht. Oh, still here. Und ich bin immer noch hier. What is this that is still here? Was ist das, was immer noch hier ist? This is where tricky, deceitful, demonic delusion will grasp you. Das ist genau der Punkt, wo
die trickreiche dämonische Verblendung dich greifen wird. Who is still here? Wer ist noch hier? Me. Ah, ich. I'm still here. Ich bin noch hier. The permanent self. Das permanente, bleibende Selbst. This is the point where you become stupid. Das ist der Punkt, wo man dumm wird. Don't believe. Don't be seduced by the meaning tone of the concept. Lass dich nicht verführen von der Bedeutung, von dem, das beschrieben wird, also im Konzept. In our practice, we simply relax and open, and we're with whatever is occurring. In unserer Praxis entspannen wir uns einfach und öffnen uns und wir sind mit all dem, was geschieht. Sometimes it looks outside, sometimes it seems in the body. Manchmal sieht es so aus, als wäre es draußen, manchmal sieht es so aus, als wäre es im Körper. These are interpretations based on concepts. Und das sind Interpretationen, die sich auf Konzepte basieren. Don't add extra ingredients. Und füge jetzt nichts weiteres hinzu. We want the fresh taste. Wir wollen den frischen Geschmack. No pepper, no salt, no curry powder. Kein Pfeffer, kein Salz, kein Curry. Just this. Einfach dies. And this goes, and Und this dies, goes, and und this dies goes. Und dies geht und dies geht. Who is there? Wer ist da? Don't conceptualize. Mach da kein Konzept draus. Entwickelt keine Ideen darüber. If you look for the concept Wenn du das Konzept suchst, to tell you the truth, kannst du die Wahrheit nicht sehen. then you are only in samsara. Sonst bist du im Samsara. But if you see that the concept is already vanishing in the moment that it tells you the truth, Aber wenn du siehst, dass diese Idee in dem Moment, in der du denkst, die gibt dir die Wahrheit, schon verschwindet, then, oh, this concept has been sent by Don Giovanni. diese Idee wurde von Don Giovanni geschickt. Not even a one-night stand. Bleibt nicht mal eine ganze Nacht. Not even a quick fuck in the toilet of a club. Nicht mal ein schnelles Ficken in der Toilette von irgendeinem Club. Oh, and gone. Und verschwunden. No. But we fall into this and believe in it, and it seems to be real. Aber wir fallen da rein und glauben dran und es scheint doch so wahr zu sein. So, don't be seduced. Also lass dich nicht verführen. When you know that you are the one that is the thinker and the doer and so on, then you are in the land of the concept, you are in samsara. Wenn du weißt, dass du derjenige bist, der tut und denkt, dann bist du im Land der Konzepte, der Ideen und du bist im Samsara. So, again and again and again, when the tempter, when the ego formation offers you the truth and the meaning of the world, don't follow. Also wieder und wieder, wenn dieser Verführer da ist und dir die Wahrheit und das Letztendliche über die Welt zu sagen scheint, lass dich nicht drauf ein. The thought is finite and all finite forms vanish. Ein Gedanke ist begrenzt und alles, was begrenzt ist, wird vergehen. So no matter what their intensity or their flavor or their seeming value, they are going to lead you the wrong way. Also egal wie intensiv die zu sein scheinen oder welchen Geschmack sie haben oder welche großartigen Wert, die werden uns in die falsche Richtung führen. So with the second part of the question, how does one stay with the mind in which all phenomena arise? Also der zweite Teil der Frage ist, wie bleibt man bei dem Geist, in dem alle Erscheinungen auftreten? The way to do this is so you do
the Guru Yoga in whatever form, or just relax in the out-breath. Also die Art und Weise, das zu machen, ist, man macht das Guru-Yoga in egal welcher Form oder man entspannt sich beim Ausatmen Now you're just sitting. und dann sitzt man einfach. Who is sitting? Wer sitzt? No one is sitting. Na, keiner, niemand sitzt. As, excuse me, as long as the reassuring interpretive thought arises, I am thinking, this is me, I am like this. Solange dieses sich selbst versichernde Denken da ist, ich sitze hier, ich denke, dies bin ich, then we are going to go the wrong way. dann gehen wir in die falsche Richtung. Subject and object are moving in the ocean of the mind like waves on the surface. Subjekt und Objekt bewegen sich im Ozean des Geistes wie Wellen auf der Oberfläche des Wassers. If you follow the waves, you are in the water. Wenn man den Wellen auf und ab folgt, dann ist man im Wasser. You are the subject following the object. Dann ist man das Subjekt, was dem Objekt folgt. This is identification. Das ist sich mit etwas identifizieren. Who does this identifying with this transient formation as if it was my true self? Wer tut das, dieses Identifizieren mit etwas vorübergehenden, in einer vorübergehenden Form, als wäre die mein wahres Selbst? This is the hungry ego. Das ist das hungernde, das hungrige Ego. The ego is born from the delusion I exist. Das Ego ist geboren aus der Verblendung, ich existiere. This is a lie. Das ist eine Lüge. I exist. Ich existiere. Okay, prove it. Dann beweis das doch mal. Who are you? Wer bist du? I'm this. Das bin ich. I'm hungry, I'm tired, I'm Scottish. Ich bin hungrig, ich bin müde, ich bin schottisch. I have to have something happening in order to exist. Etwas muss passieren, damit ich existiere. To exist means to exist as something, as someone. Zu existieren bedeutet, als jemand, als etwas zu existieren. To exist is to be finite. Zu existieren, zu sein, heißt begrenzt sein, endlich sein. Yet everything is moving. Aber alles bewegt sich. The finite is also moving. Das Begrenzte bewegt sich auch. Whatever you say about yourself is already dissolving. Was auch immer du über dich gerade sagst, das geht schon gerade wieder. Das löst sich auf. This is why we just sit and allow the mind to show itself. Deswegen sitzen wir einfach und gestatten dem Geist, sich selbst zu zeigen. The mind has, whatever I say will never be exactly right because this is beyond conceptualization. Also was auch immer ich sage, wird nicht im Kern treffen, weil das über alle Ideen und Konzepte hinausgeht, über Worte hinausgeht. But for our purposes as meditators, Aber für uns, die wir meditieren, it is as if there are two aspects to the mind. ist es so, als seien da zwei Aspekte, zwei Teile des Geistes. The still and the moving. Der Stille und der sich Bewegende. The still, when you awaken to it, called the Dharmakaya. Der Stille, wenn man da rein entwacht, heißt dann der Dharmakaya. The moving is called the Rupakaya, the formation manifestation. Und der sich Bewegende ist der Rupakaya, die Formation. This has two aspects, the Sambhogakaya, the modality of enjoyment, of bliss, and the second is the Nirmanakaya, the mode of participation. Und das wiederum, also der Rupakaya hat wieder zwei Aspekte. Einerseits den Sambhogakaya, das ist der Aspekt der Freude, des Entzückens. Und dann der Nirmanakaya, das ist der des Mitmachens, des Beteiligtseins.
stillness and movement. Stille The und Bewegung. Dharmakaya never moves, Der Dharmakaya bewegt sich nie and the other two are always moving. und die anderen bewegen sich immer. We don't understand this because we are identified with the movement. Wir verstehen das nicht, weil wir denken, wir seien die Bewegung. And the ego is the delusion that the moving is still. Und das Ego ist die Verblendung, dass das Bewegende, sich Bewegende still sei. I am here. Ich bin hier. Sometimes I'm tired, sometimes I'm lazy, but I am here. Oh, manchmal bin ich müde, manchmal bin ich faul, aber ich bin hier. This is ignorance. Das ist Unwissenheit. That's not an insult, it's simply a description that this formation ignores its own actual situation. Also das ist keine Beleidigung, sondern das ist einfach eine Beschreibung davon, dass diese Form seine eigenen, dass da ein Nicht-Verstehen, ein Nicht-Wissen entsteht. This is like a child saying, I love my mommy. When I grow up, I'm going to marry mommy. Das ist wie wenn ein Kind sagt, ich liebe meine Mama und wenn ich groß bin, dann werde ich sie heiraten. The child doesn't see how the world functions. Das Kind versteht nicht, wie die Welt, wie es zugeht in der Welt. And so it's mixing two categories, loving my mom and marrying this woman. Und so vermischt es dann diese zwei Kategorien. Das eine ist, dass man die Mama lieb hat und das andere ist, jemand zu heiraten. So something is stable. Etwas ist stabil, fest. What is stable is emptiness. Was stabil ist, ist Leerheit. Awareness is the awareness of emptiness. Gewahrsein ist das Gewahrsein der Leerheit. The ego is not stable, not fixed, but always changing. Das Ego ist nicht stabil, nicht fest, sondern ständig in Veränderung. So this is how we practice. Und so praktizieren wir. It's frozen a little bit. You okay now? Means when you are sitting, every time you feel you have arrived someplace or some particular flavor or position or truth is the real thing, Also you got lost. the last bit I missed, this bit. You got lost. Also wenn wir sitzen, jedes Mal, wenn wir denken, wir sind wo angekommen oder wir haben was verstanden oder die Wahrheit von etwas erkannt, dann haben wir uns verlaufen. So although it doesn't feel true to our ego self, Also auch wenn sich das für unser Ego selbst nicht wahr anfühlt, open awareness is enough. offenes Gewahrsein ist genug. When we feel a need to get involved in thoughts or we find ourselves pursuing a chain of thought, Also wenn wir das Bedürfnis haben, uns in Gedanken zu verlieren oder einen Gedankenstrang weiterzuspinnen, then we are falling under the power of the need to be something. dann unterwerfen wir uns diesem Bedürfnis, etwas zu sein. We don't need any of these things. Wir brauchen gar nichts von denen. Awareness doesn't need a particular kind of experience. Gewahrsein braucht nicht eine bestimmte Art von Erleben, von Erfahrung. The body, the form manifestation needs things. Also der Körper, unser Leben als in dieser Form, wir brauchen etwas. In winter, we don't want to get too cold. In summer, we don't want to get too hot.
Im Winter soll es uns nicht zu kalt sein und im Sommer soll es uns nicht zu warm sein. The one who gets hot or cold is the ego, not awareness. Diejenige, der es kalt oder heiß wird, ist das Ego, nicht Gewahrsein. So it's so vital to come back again and again to the first point of Garab Dorji in his famous 3 statements. Und daher ist es so essentiell, immer wieder zum ersten der 3 Punkte von Garab Dorje zurückzukehren. It says that you have to awaken to your own true face. Und er sagt, wir müssen zu unserem eigenen wahren Gesicht erwachen. Oh. Okay. Yeah. It's not so easy to sound. Your own true face means how it is. Und das ist nicht so leicht. Das ist unser eigenes wahres Gesicht heißt, wie es ist. If you imagine that you live in a country where there are no mirrors and no cameras, wenn man sich vorstellen würde, in einem Land zu sein, wo es keine Spiegel gibt und auch keine Kameras, then this face is not a what for you. Dann ist dieses Gesicht nicht ein Etwas für uns, It's a how. ist ein Wie. You're living through your face. Man lebt durch sein eigenes Gesicht. Not something you have. Ist nicht etwas, was man besitzt. Only when you get the representation or the reflection in a mirror or film, then you think, oh, that is me. Nur wenn man das also wiedergespiegelt sieht oder also im Spiegel oder in einem Film sieht, dann denkt man, oh ja, das bin ich. Then it's as if you can apprehend your identity. Now, this is who I am. Das ist so, als würde man dann hat man das Gefühl, man kann die eigene Identität in Besitz nehmen. Oh, das bin ich, die Gene bin ich. But the how of the face, when you feel it from the inside, is just like something open. Aber das Wie des Gesichts, wenn man es von innen fühlt, ist einfach offen, ganz offen. It's open and available. Es ist offen und es stellt sich zur Verfügung. Then things are moving around us. Und dann bewegen sich Dinge um uns herum. And we respond. The coloration of our face alters with the temperature and our health and so on. Und wir antworten darauf von innen heraus. Also die Farbe unseres Gesichts verändert sich zum Beispiel als Antwort auf etwas oder mit der Temperatur. And our expression changes as we respond to events. Und unser Ausdruck ändert sich, wenn wir uns mit bestimmten Situationen befassen. So the face in itself is ungraspable. Also das Gesicht ist etwas, was man nicht greifen kann. And yet there is a responsivity which is moving across the surface of the face. Aber da ist auch etwas Antwortendes, was sich über die Oberfläche des Gesichts zeigt. But of course, we have to be careful not to grasp the expression as the truth. Aber wir müssen natürlich ganz vorsichtig sein, diesen Ausdruck nicht als Wahrheit greifen zu wollen. Because people might look quite stern and serious. Es kann ja sein, dass Leute ernst und ein bisschen dunkel sich aussehen. And then one day you see them laughing. Und eines Tages sieht man, wie die lachen. Why are they so serious? Warum sind die so ernst? Because life is shit. Weil das Leben ist Mist. Now they have something to laugh about. Jetzt haben sie irgendwas, worüber sie lachen können. It's that simple. Aber so einfach ist das. The mood, maybe somebody is depressed or they're anxious, but not all the time. Da ist eine Stimmung, vielleicht ist jemand besorgt oder deprimiert, aber nicht immer. Sometimes people respond to animals and they're completely transformed. Manchmal sieht man, wenn Leute sich mit Tieren befassen, sind die plötzlich ein ganz anderer Mensch. In the park, they meet someone with a nice friendly Labrador.
wenn die im Park jemanden finden, der einen freundlichen Labrador hat. Suddenly they're making different sounds out of their mouth and their body's moving. Plötzlich kommen da verschiedene Klänge aus ihrem Mund raus und der ganze Körper bewegt sich. So here, with regard to the face, the ungraspable face is like the Dharmakaya. Und hier, also in Bezug auf das Gesicht, das nicht greifbare Gesicht ist wie der Dharmakaya. The showingness of the face is like the clarity of the Sambhogakaya. Das, was sich zeigt, was sich ausdrückt im Gesicht, ist wie die Klarheit des Sambhogakaya. And the shifting movement of your expressions is your responsivity in relation to the shifting environment. Und die sich verschiebenden Ausdrücke, die man hat im Gesicht, ist als Antwort auf unser Umfeld, das ist die Antwort auf das, wo wir sind. The second two are easy. Die zwei letzten sind einfach. At least they're easy to do in the wrong way. Zumindest sind die leicht falsch zu tun. The first one, the Dharmakaya aspect or the open aspect, the unborn aspect, this is more difficult. Das erste ist schwieriger, also dieser offene, der Dharmakaya-Aspekt. How can nothing be better than something? Wie kann gar nichts besser als etwas sein? This, of course, is the devil's question. Das ist natürlich die Frage des Teufels. This is why they say, do as you are told. Und deswegen sagen sie, tu das, was dir gesagt wird. Don't argue with the teacher. Fang keinen Streit mit dem Lehrer an. Do as you are told. Tu, was ich dir sage, was dir gesagt wird. Your own thoughts are Dein nonsense. Nonsens. Nonsense. Deine eigenen Gedanken sind Nonsens. You think you are very intelligent, Du denkst, du bist sehr intelligent, but you know nothing. aber du weißt gar nichts. Or rather, unfortunately, you don't know nothing. You know too many somethings. Oder unglücklicherweise weißt du nicht gar nichts, sondern du weißt zu viele etwas. You can't find your empty ground because you are so addicted to your own beautiful thoughts and feelings and sensations and memories. Du kannst deinen leeren Urgrund nicht finden, weil du so festhältst an deinen eigenen schönen Gedanken und Erinnerungen und Gefühlen. There is a time for thinking, Es gibt eine Zeit zum Denken and that time is not called meditation. und die Zeit wird nicht Meditation genannt. Okay, so how you find yourself in the presence of your own unborn awareness is by not doing what you ordinarily do. Also wie findet man sich inmitten seiner eigenen ungeborenen Gewahrsein, ist dadurch, dass man nicht das tut, was man normalerweise tut. That's easy to say. Naja, das ist leicht zu sagen. But we are structured by habit formation. Aber wir verlassen uns natürlich, sind wir so von unseren Gewohnheiten abhängig. Even if our culture these days is not organized by formal rituals as it was 400-500 years ago with the church and the royal court and so on. Auch wenn unsere Kultur jetzt nicht mehr so stark wie vor 500 Jahren von Ritualen abhängt durch Kirche oder den Staat. We are still following the rituals of our family, how you set out the knife and fork on the table and so on. You learn these patterns and it seems true for you. This is how we do it. Folgen wir doch trotzdem weiter in den Ritualen, die wir in der Familie gelernt haben, also wie man Gabel und Messer auf dem Tisch hinlegt und es scheint einfach richtig zu sein. And these rituals of self-construction, also diese Rituale oder die Konstruktion unserer selbst, they're not going to vanish completely. die werden nicht
einfach sich in Luft auflösen. It's not about getting rid of yourself. Es geht auch nicht darum, sich selbst loszuwerden. It's about awakening to the illusory quality of this self. Es geht darum, zu dem zu erwachen, dass das alles ein traumhaftes Geschehen ist, ein illusionäres Geschehen. Some of you have met many famous lamas. Manche von euch sind vielen berühmten Lamas schon begegnet. You might have met them several times. Und es kann auch sein, dass ihr die schon häufig gesehen habt. And you were able to recognize them Also habt ihr sie wiedererkannt. by how they walked, how they sat, how they talked, how they smiled or didn't smile. Also da, wie sie gegangen sind, wie sie gesessen haben, wie sie geredet haben, wie sie gelächelt haben oder nicht gelächelt haben. I recognize them. Ich erkenne sie wieder. You recognize the patterning of how their energy displays. Was ihr erkennt, ist das Muster, durch das sich ihre Energie zeigt. Oh, that is the Karmapa. Also, das ist der Karmapa. I know the Karmapa. Ach, ich kenne den Karmapa. Unlikely. Das ist wohl nicht der Fall. The Karmapa is unknowable. Der Karmapa ist der ist nicht zu kennen. You also are unknowable. Du bist auch nicht, dich kann man auch nicht kennen. But because you think you know yourself, Aber weil du denkst, dich selbst zu kennen and you think you knew your mom and your dad, und glaubst auch deine Mutter und deinen Vater gekannt zu haben, this very knowledge is your stupidity. dieses Wissen ist an sich deine Dummheit. When you know that you will never know the Karmapa, Wenn du weißt, dass du nie den Karmapa kennen wirst, that the Karmapa is beyond thought, dass der Karmapa über Denken hinausgeht, then you start to see, oh, maybe I am also beyond thought. dann denkst du, oh, vielleicht bin ja auch ich übergehe über Denken hinaus. So what we want to awaken to in the therapy is our unborn self. Also was wir in der Therapie aufwachen wollen, ist unser ungeborenes Selbst. And all that you know about yourself will not help you to find your unborn self. Und alles, was du über dich selbst zu wissen meinst, wird dir nicht dabei helfen, dein ungeborenes Selbst zu finden. Okay, then we have time for one more question. What to do if insight reduces one's fluctuating interest in people? That they are not so exciting or even a bit gray. Also noch eine Frage haben wir Zeit für. Es geht um Einsicht. Was tut man, wenn Einsicht dazu führt, unser Interesse an Leuten abzubauen, dass die nicht mehr so aufregend aussehen, vielleicht sogar etwas grau scheinen? We live in a culture structured around romantic love. Wir leben in einer Kultur, wo romantische Liebe sehr hochgehalten wird. Do you love me? Liebst du mich? Am I still important for you? Bin ich immer noch wichtig für dich? Do you want to see me? Willst du mich sehen? Do you like looking at me? Magst du es, mich anzusehen? When you get some insight, questions like that will indeed look very gray. Wenn du etwas Einsicht bekommst, dann werden solche Art von Fragen auf jeden Fall sehr grau erscheinen. Because the person is saying, I am limited, I am anxious, I am insecure. Weil was die Person eigentlich sagt, ich bin begrenzt, ich bin unsicher und noch was anderes. And I need you to tell me that you love me. Und ich brauche das, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Don't worry, darling.
I'm so happy to love an anxious, insecure woman. Ach, mach dir keine Sorgen, Liebling. Ich bin so froh, eine ganz ängstliche, unsichere Frau zu lieben. You're all I've ever dreamed of. Du bist alles, was ich je mehr träumen konnte. So in the tradition, of course, when you see how the world is and how people are, you want to cry morning and night. Also in der Tradition, wenn du wirklich siehst, wie Leute sind und was sie umtreibt, dann möchtest du morgens und abends weinen. It's terrible. Es ist schlimm. I was talking today about an issue in someone who is in the work of someone who is a therapist. Ich habe mich heute unterhalten über die Arbeit von jemandem, die ist eine Therapeutin. Her daughter is 16 Ihre Tochter ist 16. and the mother is early 40s. Die Mutter ist in frühen 40ern, Anfang 40. The mother dresses quite young Die Mutter zieht sich an wie eine junge Frau and is becoming increasingly jealous of the 16-year-old daughter looking so young and lovely. und, und mit zunehmendem Maße wird sie eifersüchtig über ihre junge Tochter, die so jung und schön aussieht. As if the daughter was a rival. Als wäre die Tochter eine Rivalin. And this is tragic. Und das ist ganz fürchterlich. Sad for the older woman, but also very difficult for the daughter. Das ist traurig für die ältere Frau, aber auch sehr schwierig für die Tochter. When in our Buddhist practice, when we do the 7-branch worship, we rejoice in the merits of others. Wenn wir in unserer Praxis die Verehrung üben mit den sieben Teilen, dann freuen wir uns über die Verdienste anderer. And the texts say that if you from the heart, if you celebrate the good luck and the good fortune of other people, you also will have that quality. Und in den Texten wird gesagt, wenn man das Glück und das Freudige im Leben anderer feiert, dann wird man auch diese Qualitäten haben. But this poor woman, she can't celebrate her beautiful young daughter. Aber diese arme Frau, die kann nicht ihre schöne junge Tochter feiern. She can't be proud that she has a daughter so wonderful. Sie kann keinen Stolz empfinden darüber, dass sie so eine tolle Tochter hat. Because her fear is that I will be in the shadow of my daughter. Weil ihre Angst ist, dass sie im Schatten der Tochter stehen wird. So when we develop some insight and we look around, we see, oh, this is samsara. Also wenn wir Einsicht erlangen und um uns schauen, dann sehen wir, naja, das ist Samsara. So in the general Buddhist teachings, they say there are 3 kinds of suffering. Also in der allgemeinen buddhistischen Lehre wird gesagt, es gibt 3 Arten vom Leiden. There is immediate kind of suffering, like if you get stung by a bee. Also es gibt dieses direkte Leiden, was da ist, zum Beispiel, wenn man von einer Biene gestochen wird. Then there is this suffering of change. Und dann gibt es das Leiden der Veränderung. Where circumstances disturb your sense of the predictable quality of your life. Wenn Umstände dem im Wege stehen, dass man denkt, dass unser Leben ist vorauszusehen oder irgendwie vorauszusagen. For example, with this virus, the COVID virus, then people can't have their ordinary life, their usual life. Also zum Beispiel mit dem Coronavirus ist das jetzt so, dass Leute sagen, sie können nicht ihr normales Leben mehr leben. I want to get back to normal. Ich will zurück zum Normalen. And this suffering is increased if you have no sense of impermanence. Und dieses Leiden wird dann noch dadurch vertieft, wenn man Unbeständigkeit, wenn man da nicht ein Gefühl für hat. But there is a third level of suffering, the suffering of compoundedness.
which is, it's said to be, for we ordinary people don't experience it very directly. The Buddhas experience it, or the great meditators. Aber dann gibt es noch eine dritte Ebene des Leidens, und das ist das Leiden des Zusammengesetzten. Und das ist etwas, was wir normalen Menschen nicht so direkt erleben, aber was die Buddhas erleben. So if you have a piece of dust and it falls on your hand, Also wenn man ein Staubkorn hat und das fällt auf unsere Hand, it doesn't bother you. You don't notice it. das macht uns nichts aus, das spüren wir nicht. But if the dust went into your eye, you would notice it. Aber wenn dieses Staubkorn in unser Auge fallen würde, dann würde man das bemerken. So this is what we experience in the practice. Also das ist es, was wir in der Praxis erleben. When you walk down the street, Wenn wir die Straße runtergehen you're not so preoccupied in your own thoughts. und wenn wir nicht zu sehr mit unseren eigenen Gedanken verfolgen, And you see the expression on people's faces. und du siehst den Ausdruck, den Gesichtsausdruck von anderen Menschen. And certainly in London, what you see is loneliness, anxiety, mad preoccupation, and so on. Und ganz sicher, zumindest in London, ist das so, dass man Einsamkeit sieht, Angstgefühle oder also auch Verrücktheiten. Because the face is showing the suffering of samsara. Denn das Gesicht zeigt das Leiden von Samsara. These people are not going to be as exciting and as fascinating as if you were looking for someone who was really existing. Diese Menschen, die erscheinen uns dann nicht so aufregend und so erfüllend, wie als wenn wir jemand sehen wollten, der wirklich existiert. See, oh, this is a lost person. They are wandering, they're truly wandering, they have no idea what is life for. Dann sieht man, oh, das ist eine Person, die wirklich sich verirrt hat, die hat sich verirrt und sie weiß nicht, wozu das Leben eigentlich ist. So then you start to see, oh, I would rather do the practice and dedicate merit to that person than sit in a cafe and talk to them. Also dann denkt man vielleicht, ich würde lieber die Praxis tun und meine Verdienste dieser Person widmen, als irgendwie in einem Café sitzen und mit ihr reden. Because what will we talk about? Weil worüber würden wir denn reden? They tell us how difficult their life is. Sie erzählen uns, wie schwer ihr Leben ist. They look for some reassurance. Die brauchen Unterstützung oder Versicherung. So if we say, yes, I can see your life is very hard. Also wenn wir sagen, ja, ich kann sehen, dein Leben ist wirklich schwer. But it is my duty to tell you that when you die, it's going to be much worse. Aber es ist auch meine Pflicht, dir zu sagen, dass wenn du stirbst, wird es noch viel schlimmer werden. This will not make them happy. Das wird die nicht glücklich machen. There are 6 realms in samsara. Es gibt sechs Bereiche in Samsara. And factory farming is very popular. Und Farmtiere, also in einer Fabrik als Tier zu sein, davon gibt es viele Lebewesen. In the sheds where they have 10,000 chickens all together, In diesen Scheunen, wo die 10.000 von Hühnern haben, each of these chickens has Buddha nature. jedes dieser Hühner hat Buddha-Natur. You have Buddha nature. Du hast auch Buddha-Natur. At the moment, you have Buddha nature wrapped inside a selfish, suffering existence. Im Moment hast du die Buddha-Natur, die umhüllt ist von einer selbstbezogenen, leidenden Existenz. But next time you might be a pig in a cage or a chicken in a little cage. Aber nächstes Mal bist du vielleicht ein Schwein in einem kleinen Käfig oder ein Huhn in einem kleinen Käfig. So, what shall we say to people? Also was sollen wir Leuten sagen?
Dharma Buddhism is not a missionary religion. Dharma Buddhismus ist nicht etwas, was missionarisch verwendet wird. People are drawn to Dharma by some pattern in their own mind. Die Leute werden vom Dharma angezogen durch ein Muster, was schon in ihrem eigenen Geist vorhanden ist. If you go up to someone in the street and say, hey, you are not who you think you are. Wenn du auf jemanden in der Straße zugehst und sagst, hey, hör mal zu, du bist nicht, wer du denkst, dass du bist. I myself, what do you mean? Die sagen, oh, ich bin auch ich, worüber redest du jetzt hier? Like that, it's very difficult to bring Dharma to people who have no flavor for it, who don't get the perfume of it. Also das ist genau so, dass es sehr, sehr schwer ist, Dharma jemandem zu geben, der nicht den Geschmack davon versteht oder riechen kann. And this would make us weep. Und das würde uns zum Weinen bringen. Wandering in delusion. Und sie gehen in der Verwirrung hin und her. But offering no way to have an opening to see how their life really is. Und es öffnet sich kein Weg zu dem, wie das Leben wirklich ist, wie ihr Leben wirklich ist. So when we practice in order to have a new kind of experience. Also wenn wir praktizieren wir, um eine andere Art von Erfahrung zu haben. And compassion, unless it is completely united with wisdom, with the understanding of emptiness, brings a lot of sadness. Und Mitgefühl, wenn es nicht wirklich vereint ist, zusammenkommt mit Weisheit, bringt sehr, sehr viel Traurigkeit mit sich. So, helping others means doing our practice. Also anderen zu helfen bedeutet, unsere Praxis zu tun. We think about benefiting others before the practice, during the practice, and after the practice. Wir denken daran, dass wir das zum Wohle anderer tun, vor der Praxis, während der Praxis und nach der Praxis. This world is not so exciting. Diese Welt ist nicht so aufregend. And with climate change and the virus and new illnesses, we will see more clearly that really this is not paradise. Und mit dem Klimawandel, mit diesem Virus, mit anderen Krankheiten wird es für uns immer klarer werden, dass das hier wirklich nicht das Paradies ist. The main thing is to awaken to your mind as it is. Die Hauptsache ist, zu unserem Geist, so wie er ist, zu erwachen. Okay, so that is our time for today. Also das ist jetzt unsere Zeit für heute. Thank you to the organizers and Pedro, who will prepare the recordings, and to our translators. Vielen Dank an die es organisieren, und Pedro, der die Aufnahmen vorbereiten wird, und unsere Übersetzer. Jayachitta, Mariana, and Milton. Jayachitta, Mariana und Milton. And I hope you have a good evening. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Abend. And for those who wish, on Saturday we will be looking at the Guru. Und für diejenigen, die das möchten, wir können uns am Samstag, werden wir uns mit dem Guru befassen. Okay, so goodbye. Danke, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bye. 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 Thank you, James. Bye, James. Bye. Thank you, James. Obrigado. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, James. Bye. Goodbye. Thank you. Obrigada. Bye.